Amen. Amen. Daniel, can you regulate the time, please? Something is off. In our last presentation, In unserer letzten Präsentation we were looking at the relationship between the second and the third angel. haben wir uns die Verbindung zwischen dem zweiten und dem dritten Engel angeschaut. And we saw that the work of the third angel is to select and bind. Und wir haben gesehen, dass die Arbeit des dritten Engels ist, auszuerwählen und auch zu binden. I've already laid the material in the previous prophecy school that the binding off is the third step. Im vorangegangenen Prophetie-Seminar haben wir bereits schon das Material behandelt oder die Fundamente gelegt, dass der dritte Engel die Zeit des Bindens darstellt, So den dritten Schritt. So I'm saying the selection process is in the time period of the second angel. Also dieser Prozess des Auserwählens ist in der Zeit oder in der Arbeit des zweiten Engels. And at its most basic level, Und auf der einfachsten Art und Weise, the idea to select die Idee, dass man hier auswählt, requires an investigation. benötigt eine Investigation, also eine Untersuchung. They're synonymous terms. Also sind die gleichen, das ist das Gleiche. So there's a work of investigation that must precede the binding off. Also ist es muss es eine Arbeit der Untersuchung vor der Zeit des Bindens geben. Everybody in this movement agrees on that. Und jeder in dieser Bewegung stimmt damit überein. What we disagree on Wo wir uns unterscheiden, is where the investigation is occurring. ist, wo jetzt diese Untersuchung denn aufkommt oder stattfindet. Is it occurring in the history of the second or the third? Ist es zur Zeit des zweiten oder zur Zeit des dritten Engels? So it's not hard to see Also es ist jetzt nicht schwer zu erkennen, that if I put an I here for investigation, dass ich hier, wenn ich jetzt ein I für Investigation, also Untersuchung hinschreibe, and we know the work of the third angel und wir wissen, dass die Arbeit des dritten Engels, is to do what? dass er was tut. Don't say select and bind. Sagt jetzt nicht auswählen und binden. The work of the third angel Die Arbeit des dritten Engels is to judge. ist zu richten. Does anybody not understand that? Ist jemand hier, oder gibt es jemanden, der das nicht versteht? If you don't respond, I assume that you do. Also wenn ihr jetzt nicht antwortet, dann denke ich, dass ihr das alles versteht. And then I just move on, Und dann gehe ich da weiter and you'll remain confused. und ihr werdet verwirrt bleiben. So if nobody objects, Also wenn jetzt hier keiner was dagegen einzuwenden hat, I'm saying the work of the third angel, his job is to bring judgment. ich sage, dass die Arbeit des dritten Engels seine Aufgabe ist, zu richten. And this is where the confusion begins to ensue. Und das ist hier, wo jetzt die Verwirrung anfängt. Because if the work of the third angel is to judge, Also wenn die Arbeit des dritten Engels jetzt das Richten ist, and we say that this is the third step, und wir sagen, dass dies der dritte Schritt ist, typifying the third angel, welches den dritten Engel typifiziert, then this is where judgment should occur. dann ist es dort, wo auch Gericht gehalten werden sollte. Does that make sense? Macht das nun Sinn? Good. Okay. And then the work of judgment Dann die Arbeit des Gerichts is in 3 steps. ist in 3 Schritten. You investigate, Also man untersucht, then you make a decision, dann machst du eine Entscheidung then you execute that decision. und dann kommt die Exekutive, also die Ausführung. The question that we need to address Die Frage nun, die wir behandeln müssen, when we talk about judging wenn wir uns über dieses Richten unterhalten, with respect to the third step, in Bezug auf den dritten Schritt, what are we talking about? wovon reden wir hier nun? Are we talking about stages 1, 2, or 3? Reden wir hier jetzt über den Status 1, 2 oder 3? So you need to ask yourself where you stand on this issue.
Also ihr selber müsst euch jetzt fragen, wo stehe ich denn? Let's swap places so we can Thank see you. people clear. So you need to ask yourself where you stand in this. Okay, also du musst dich selber jetzt fragen, wo sind diese Platzierungen, wo steht man? People who teach differently to me, To you, they taught. people who teach differently, Okay, also, have a different oh, message. I see. Also Menschen, die jetzt anders lernen, wie ich es tue, was anderes lernen, they state categorically, they state firmly sie sind sehr fest darauf, that all of these stages dass all diese 3 Schritte, occur here dass sie sich hier drin ereignen, in the binding off. in der Zeit des Bindens. Select is investigation. Also jetzt auszuwählen ist zu untersuchen, You investigate, also man untersucht, you make a decision, dann macht man eine Entscheidung and then you bind, und dann bindet man. either for the heavenly garner or for the flames of destruction. Entweder für die himmlische Scheune oder für die Flammen der ewigen Zerstörung. And I have a different model. Und ich habe ein anderes Modell. When I say I, Wenn ich sage ich, I'm referring to people on this side. dann beziehe ich mich auf Menschen auf dieser Seite. So I'm saying the investigation begins here. Also ich sage, dass die Untersuchung hier beginnt. So this is judgment. Also dies ist nun Gericht. I've changed that to investigative judgment. Und das ändere ich nun hier zum Untersuchungsgericht. So you've heard from the very beginning of this movement Schon seit Anfang an in dieser Bewegung habt ihr gehört, that we teach that the judgment of the living began at 9/11. dass wir gelehrt haben, dass das Gericht an den Lebenden am 11. September begann. And we haven't, with precision and clarity, Und mit deutlicher oder mit Klarheit broken that up. we haven't. haben wir das nicht mit genauer Deutlichkeit oder Klarheit ins Detail anschaulich gemacht, Into its individual steps. in seinen individuellen Stufen. So one of the things that this controversy has done for us Also eins, was diese Kontroverse für uns getan hat, and Ellen White says this, heresies are introduced und Ellen White beschreibt dies, dass Heresies, Error. Irrlehre hineinkommt, in order to awaken God's people Gottes Volk aufzuwecken, so that we can understand what we really believe. damit wir verstehen können, was wir eigentlich denn glauben. In essence, these angels are pushing us Also die Essenz ist so, dass diese Engel uns jetzt hier drücken, to understand our message clearer. um unsere Botschaft noch deutlicher zu verstehen. Because with an increase of understanding Denn mit einer Zunahme unserer Erkenntnis comes an increase in our experience that we have with the Lord. und in Zunahme unseres Verständnisses kommt auch eine Zunahme in der Erfahrung, die wir mit unserem Herrn haben. So this shaking is necessary for each and every one of us. Also diese Sichtung ist sehr wichtig für jeden Einzelnen von uns. So you have a choice. Also man hat jetzt hier eine Möglichkeit. Either you place a selection in the work of the second angel, Also entweder tut man jetzt diese Arbeit, man tut diese auswählen und in der Arbeit des zweiten Engels platzieren. and you have the investigative judgment beginning here at 9/11, Und man hat auch das Untersuchungsgericht hier am 11. September beginnen. or Oder the selection and the binding off Oder dieses Auswählen und dieses Zusammenbinden occurs here at the third step, sind hier in dem 3. Schritt. because this is all the third step, this is all judgment. Denn dies wäre alles das 3. Schritt, denn es ist alles Gericht. Then you have to develop this midpoint, Und dann muss man jetzt diesen Mittelpunkt kreieren. and you have the selection and the binding off, Und man hat dieses Auserwählen und dann dieses Zusammenbinden or the investigative judgment and the executive judgment. und dieses Untersuchungsgericht oder dieses ausführende Gericht. Now, I'm not sure if we're going to have enough time at this prophecy school Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob wir genug Zeit an dieser Prophetieschule haben, to go through a study um durch ein Studium to hindurchzugehen, try and show you um aufzuzeigen, that when we speak about the first, second, and third steps,
dass wir, wenn wir über den ersten, zweiten und dritten Schritt sprechen, that this third step here, dass dieser dritte Schritt hier, when we speak about judgment, wenn wir über Gericht reden, sin, righteousness, and judgment, also Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, it's specifically speaking about the executive judgment. dass es hier dann exklusiv über dieses ausführende Gericht im Speziellen spricht. And I'm not being general about that anymore. Und ich bin nicht jetzt hier, ich erwähne das nicht mehr einfach so nur noch generell. So when we do this, sin, righteousness, and judgment, Also wenn wir das hier nun tun, Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, this is not judgment in a generic sense, das ist nicht generell Gericht in some kind of general sense like this. in einem generellen Meinung, dass man alle drei miteinander verbunden hat, It's specifically the executive judgment. sondern es ist insbesondere das ausführende Gericht. And if that's the case, Und wenn das nun so ist, then the selection or the investigation must happen before. dann muss diese Untersuchung bereits schon vorher stattfinden. And where could that be? Und wo könnte dies denn sein? It has to be here. Es muss hier sein. And we're going to try and explain why it Und- can't happen at this step. Und wir werden darüber sprechen, warum es hier sein muss und es nicht am ersten Schritt sein kann. For some reason in our movement, Aus irgendeinem Grund we've buried this history, haben wir die Geschichte hier in unserer Bewegung begraben. the history of the first angel. Die Geschichte des ersten Engels. We haven't paid attention to it carefully. Wir haben nicht ihm sehr viel Beobachtung gegeben, And the reason we haven't done that Aufmerksamkeit gegeben. Und der Grund, warum wir dies nicht getan haben, is because of our focus upon the empowerment. ne, ist wegen unserem Fokus auf die Bekräftigung. Revelation 18, Offenbarung 18, verses 1 to 3. Verse 1 bis 3. So those verses Also diese Verse have given us tunnel vision haben uns so eine Tunnelsicht gegeben. and made us focus on 9/11. Und sie haben uns dahin geführt, dass wir auf den 11. September uns fokussiert haben. Now, 9/11 serves the purpose. Ja, also der 11. September hat seine Bedeutung, seinen Grund, dass er da ist. But if we focus exclusively on this history, Aber wenn wir uns nur auf diese Geschichte konzentrieren to the exclusion of this history, und die andere Geschichte praktisch so beiseite tun, we're not able to explain some things. dann können wir einige Dinge nicht erklären. And it forces us Und es zwingt uns dazu, to come to wrong conclusions. zu falschen Schlussfolgerungen oder Abschlüssen zu kommen. What we end up doing, Was wir dann schlussendlich tun, even without realizing it, ohne dass wir es überhaupt wissen, is we get the events of this history, dass wir diese Ereignisse aus dieser Geschichte nehmen, push it into this history, sie in diese Geschichte hineindrücken then we get the events of this history and push it into this history. und dann nehmen wir die Ereignisse dieser Geschichte und drücken sie weiter in die nächste Zeit rein. So we push everything forward. Also wir tun alles so nach vorne drücken. You can see that with this issue of ignorance. Also wir können das hier zum Beispiel mit dieser Thematik über die Ignoranz und Unwissenheit sehen. So I want to put ignorance where I think it should be, here, Also hier, before the time of the end. ich denke, die Ignoranz oder die Unwissenheit müsste vor der Zeit des Endes sein. Because if you put it here, Denn wenn man es jetzt hier hin tut, you're ending up going to push another event here forward, dann wird man schlussendlich ein weiteres Ereignis hier dann weiter zurückdrücken. and you get this domino effect, Und dann hat man diesen Domino-Effekt. and you end up having to put the investigative judgment here at midnight. Und dann muss man dieses Untersuchungsgericht hier am Mitternacht markieren. And so that's what this shaking is this is what the shaking is about in our movement. Und das ist, worum es in dieser Sichtung in unserer Bewegung geht. Is where do you place the investigative judgment? Wo platziert man das Untersuchungsgericht? And I'm saying it begins here at 9/11 Und ich sage, es beginnt hier am 11. September. because the work of ignorance, Denn die Arbeit der Unwissenheit oder Ignoranz, that's not a good way of saying it, it's not a work, es ist vielleicht keine gute Art und Weise, es zu sagen, denn es ist keine Arbeit, is here. ist hier. And in this history, Und in dieser Zeitperiode there was this increase of knowledge. gab es diese Zunahme der Erkenntnis.
plus much more. Plus much more. Und noch vieles mehr. Making us ready at 9/11 Um uns dann vorzubereiten auf den 11. September, for God to be able to come and judge us. dass Gott dann kommen kann und uns richten kann. And he judges us Und er richtet uns through the work of the third angel. durch die Arbeit des dritten Engels. And who is the third angel? Und wer ist der dritte Engel? It's Ezekiel. Es ist Hesekiel. Agree with that? Wo können wir das lesen? Can we conceptualize that it would be Ezekiel? Können wir sehen, dass es Hesekiel sein könnte? So if we went to Ezekiel 9, Wenn wir Hesekiel 9 uns anschauen, we would be able to see that. dann würden wir das sehen. Before we go to Ezekiel 9, Bevor wir nun jetzt zu Hesekiel 9 gehen, I just want to address a couple of issues. möchte ich noch ein paar weitere Themen oder Probleme ansprechen. Let's go to 1 Kings chapter 18, Lasst uns zum 1. Könige Kapitel 18 gehen, verse 29. Vers 29. And it came to pass when midday was past. Als aber der Mittag vergangen war, Are we all there? sind wir alle da? 1 Kings 18, 29. 1. Könige 18. The verse begins when midday has passed or finished. Also dieser Vers beginnt damit, dass Mittag schon vorbei ist. And let's go 2 verses back Lasst uns nun 2 Verse zurückgehen to verse 27. zum Vers 27. And it came to pass at noon that Elijah mocked. Und da hieß es, als es nun Mittag war, spottete Elia. And if we go back one verse to verse 26, Wenn wir noch einen Vers zurückgehen, Vers 26, it says the prophets of Baal danced from morning until noon. da heißt es, dass die Propheten Baals vom Morgen bis zum Mittag tanzten, hüpften. So we've got verses 26, 27 and 29. Jetzt haben wir die Verse 26, 27 und 29. It says noon, noon, midday. Es sagt hier jetzt Mittag, Mittag und Mittag. If you go back to the original, they're the same word in all 3 verses. Also wenn man auch ins Original geht, es sind all die gleichen Wörter. In German it's the same word. So midday is noon. Also der Mittag ist also Mittag. And midday is the middle of the day, Und Mittag ist nun die Mitte des Tages. just as midnight is the middle of the night. Genau wie Mitternacht die Mitte der Nacht ist. And we understand, at least in the English, what afternoon means. Und zumindest im Englischen wissen wir, was Nachmittag ist. Afternoon means after the time of noon. Es bedeutet, dass Nachmittag die Zeit nach dem Mittag ist. So the only reason I've mentioned all of this Also der Grund, warum ich dies alles hier erwähnt habe, is that someone came up to me in the break dass jemand zu mir in der Pause kam, and said that, according to their understanding, noon dass zu deren Verständnis, dass Mittag wasn't 12 o'clock midday. war nicht 12 Uhr mittags, It was sometime after 12 o'clock. sondern etwas nach Mittag, So I nach went, 12 Uhr. I went back and checked Also bin ich jetzt hier wieder zurückgegangen und habe das nochmal nachgeguckt, how the word noon and midday are used, wie die Wörter Mittag und Mittag benutzt werden. and it is used in the sense of being 12 o'clock. Und es wird gebraucht in dem Sinne, dass es 12 Uhr ist. So I hope that clarifies that issue. Ich hoffe, das hat dieses kleine Problem gelöst. And I want to read from Early Writings, page 258, Und ich möchte nun von Early Writings, Seite 258 lesen, paragraph 3, den dritten Paragraphen. 258.3. 258, Paragraph 3. The reason why we're going to read this Der Grund, warum wir dies hier lesen werden, is because we want to address this issue that we finished off with in our last presentation. wir möchten diese Probleme oder dieses Thema behandeln, mit dem wir unsere letzte Präsentation abgeschlossen haben. So let's refresh our minds. Also lasst uns nochmal unsere wiederholen.
There's not ignorance from the time of the end to the empowerment. Es gibt keine Unwissenheit zwischen der Zeit des Endes bis zur der, Bekräftigung. Because there's a single movement, Denn es gibt nur eine einzige Bewegung begins with one man and ends with men. und sie fängt mit einem Mann an und sie endet dann mit Männern. Singular priest and many priests. Also ein Priester und dann viele Priester. Elder Jeff Pippinger and everybody. Also dann ältester Jeff Pippinger und dann jedermann. So when we come to the very end here, Also wenn wir hier nur zu dem Ende kommen and there's now a struggle, und es hier ein Problem, eine Sichtung gibt and we have these two groups, und wir diese zwei Gruppen haben, it's not Future for America, but it's a movement that's been, there's a struggle over the movement. also es gibt hier eine Struggle in Deutsch, besseres Wort. Es gibt einen Kampf, There's a debate, an argument es gibt eine Debatte, eine Argumentation über die Bewegung. between two groups. It's not between two ministries. Es geht hier nicht um nur zwei Ministries, sondern es geht hier um die Bewegung. And when you can see that, Und wenn man das sehen kann, it's not about two men or two ministries. dann geht es hier nicht nur um zwei Männer oder zwei Ministries. If you find yourself in this position, Und wenn du dich hier in dieser Position befindest, selber wiederfindest, laying low, denk- like hiding, Ah, not also being das- part of the argument, dass du dich so zurückhältst von der Argumentation, then you are professing that you're not part of the movement. dann zeigst du auf, dass du überhaupt gar keinen Teil an dieser Bewegung hast. If you're not part of the movement, Also wenn du keinen Teil an dieser Bewegung hast, you must be part of the prophets of Baal, dann musst du ja Teil der Propheten Baals sein. because they're leaping and you're halting, Denn sie hüpfen und du hinkst and the activity is the same. und die Aktivität ist dasselbe. You're just hopping around. Du hüpfst nur herum. So if you find yourself in this position, Also wenn du dich jetzt in dieser Position wiederfindest, what's the explanation? was ist die Erklärung? Early Writings 258, paragraph 3. Also Early Writings, Seite 258, Paragraph 3. So we're not going to read the whole of the paragraph, Wir werden nicht den ganzen Paragraphen durchlesen, but we're only going to just read selected portions. weil wir werden hier ausgewählte Portionen daraus ziehen. Ellen White saw a company Also Ellen White hat hier eine Menge gesehen, who were well guarded and firm, die sehr bewacht waren und beständig waren. and they were given no countenance, no room for those who had unsettled the established faith. Und sie gaben keinen Raum denjenigen, die den etablierten Faith of the Body, den etablierten Glauben lösen würden. I'll just stop there. So when it means to give no countenance Also wenn es heißt, hier keinen Raum zu geben and to be well guarded and firm, und dass man beständig ist, gegründet ist, it develops a picture dann gibt es uns hier ein Bild of military soldiers, des Militärs oder des Soldaten. people who are well guarded, Menschen, die sehr gut gerüstet waren, rigid and firm, also bewacht waren und die sehr gegründet waren. uncompromising, Sie gehen keine Kompromisse ein and will give no countenance, und sie geben keinen Raum, which means they will give no room also sie geben keinen Raum to anybody who would try to unsettle the established faith. denjenigen, die diesen etablierten Glauben zu lösen oder verändern würden wollen. God looks upon them with approbation or happiness, Gott schaut auf sie mit Wohlwollen, smilingly. also er lächelt über sie, positiv. I was showing 3 steps, first, second, and third angels' messages. Mir wurden 3 Schritte gezeigt, die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. Ellen White's angel said, Und dann sagte also der Engel von Ellen White sagte dann, there would be a woe pronounced on anybody dass es da eine Weherufe denjenigen zugerufen würde, who would move a block or stir a pin of these messages. die etwas an diesen Botschaften, also einen kleinen Buchstabe oder so, an diesen Botschaften verändern würde. Because the true understanding of these messages is of vital importance. Denn das wahre Verständnis dieser Botschaften ist von Lebenswichtigkeit. So she goes through the first, second, and third angels' messages. Also sie geht hier durch die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft She says, und sie sagt, just going back,
we can't move a block or stir a pin of these messages. Sie sagt, wir können nicht ein kleines Detail in diesen Botschaften verändern. A correct, true understanding of these messages is of vital importance, which means it's salvational. Dieses wahre Verständnis dieser Botschaften ist von Lebenswichtigkeit. Also es ist heilsbringend oder erlösend. Es geht darum. The destiny of souls hangs upon the manner in which these are received, these messages. Also the destiny, das Schicksal, danke, die Schicksal von Seelen hängt davon ab, wie sie diese Botschaften erhalten, So annehmen. she's here Also sie ist hier nun in this history of the third in der Geschichte des Dritten. and saying nothing must disturb this history. Sie sagt, nicht soll diese Geschichte hier hineinkommen oder durcheinander bringen. Now she's going to go back to the beginning Und nun geht sie zurück zum Anfang and she's going to say how dear a price God's people paid when they went through this history. und sie erzählt nun, was für einen Preis Gottes Volk gezahlt hat, als sie durch diese Geschichte hindurchgegangen sind. So do you think it's important to know this history Also denkt ihr, ist es wichtig, diese Geschichte nun zu wissen? of Oder zu vital kennen? importance? Ist sie lebenswichtig zu wissen? Because if you don't know, Denn wenn du nicht weißt, when someone comes and moves a block or stirs a pin, denn wenn nun jetzt jemand kommt und ein kleines Teil daran verändert, what's going to happen? was passiert denn dann? You won't know. Du wirst es ja nicht erkennen. So when I say Also wenn ich sage, they're moving the investigative judgment, sie bewegen hier das Untersuchungsgericht, why are people saying, are they? dann warum sagen dann Leute, ja, tun sie das? What difference does it make? Was ist denn der Unterschied überhaupt? Maybe they're right. Vielleicht sind sie ja sogar richtig in dieser Aufstellung. I would suggest Ich würde vorschlagen, it's a bit more than stirring a pin to do that. es ist ein bisschen mehr als nur ein Detail, das hier verändert wird. You know, there's large movements, large changes are going on there. Da gibt es große Veränderungen, die vor sich gehen. This experience Diese Erfahrung had been obtained through much suffering and conflict. wurde durch vieles Leiden und viel Konflikt erhalten. If you remember one thing in this statement, remember this. Wenn ihr euch an eines in diesem Zitat erinnern könnt, dann erinnert euch an Folgendes. Because this is the point. Denn dies ist der Punkt. God led them along step by step. Gott leitete sie Schritt für Schritt. Our numbers have increased rapidly over the last 3 or 4 years. In den letzten 3 oder 4 Jahren sind unsere Anzahl an Mitgliedern sehr groß geworden, kamen viele hinein. And our focus Und unser Fokus has been on the binding off war auf dem Zeit des Bindens, in this history. dieser Geschichte hier. And we have not looked back Und wir haben nicht zurückgeschaut and seen how the Lord has led us step by step. und haben nicht gesehen, wie der Herr uns Schritt für Schritt geleitet hat. So we stand here Also wir stehen nun hier confused verwirrt, because we don't know how the Lord has led us. denn wir wissen nicht, wie der Herr uns geleitet hat. And that's why the blocks and the pins are getting moved or stirred. Und das ist der Grund, warum diese kleinen Details hier verändert werden. Because we don't realize the significance of these changes. Und denn wir sehen nicht diese große Wichtigkeit oder von diesen Veränderungen, die hier vor sich gehen. So if the Lord's been leading this movement step by step Also wenn der Herr diese Bewegung Stück für Stück geleitet hat, through Millerite history, durch die Milleritengeschichte, somewhere along this line, do they get derailed? springen sie sozusagen aus den Schienen hier irgendwann in der Zeit? Because the foolishness that's being spoken of today Denn die Foolishness, den Unsinn, der hier heute verbreitet wird, is that somehow the movement loses direction. es ist irgendwie, als würde die Bewegung ihre Orientierung verlieren. So go back to the Millerite history Also müssen wir zu der Milleritengeschichte zurückgehen and demonstrate that to yourself. und musst es dir selber demonstrieren. That Ellen White's going to show you some evidence, Dann wird Ellen White dir Beweisführungen geben. or Froome,
Leroy Froome, oder Froome or Damsteeg. oder Darmstadt. They're going to show you some history Sie werden euch Geschichten aufzeigen, in these 46 years that the movement goes off track somewhere. dass in diesen 46 Jahren irgendwo die Bewegung vom Weg abkommt. And it just doesn't happen. Und es passiert einfach nicht. But rather, Aber dann, she says, sie sagt, every single one of you, jeder einzelne von euch you need to know muss wissen, how the Lord has led this movement step by step, wie der Herr diese Bewegung Schritt für Schritt geführt hat, so that at the end, sodass am Ende, when the shaking happens, dass wenn die Sichtung dann aufkommt, you'll have the ability to identify who's right and who's wrong. dass man dann die Möglichkeit hat oder dieses Sehvermögen hat, um zu sehen, wer richtig und wer falsch ist. Because in this history, Denn in dieser Geschichte hier you need to know who Elijah is, muss man wissen, wer Elia ist. and he was identified here. Und er wurde schon vorher identifiziert. And in Millerite history, Und in der Geschichte der Milleriten, this time period, diese Zeitperiode hier, depending on how you calculate, also es kommt jetzt darauf an, wie man die berechnet, is either 42 or 44 years. Is- 46 years. ist entweder 42 oder 46. 42 or 46. Es ist entweder jetzt 42 Jahre oder 46 Jahre, je nachdem, wie man es berechnet. It's 90% of their history, 90% ihrer Geschichte ist das, approaching 99%. bis zu 99%. So the vast majority of their history Also der große Teil ihrer Geschichte we've lost sight of. haben wir aus den Augen verloren. And what I showed you at the very beginning Und was ich euch schon am Anfang aufgezeigt habe, was that the conclusion of the matter dass der Abschluss oder die Schlussfolgerung der Sache was here in 1818. hier im Jahre 1818 war. And you hear nobody speaking about this event nowadays Und heutzutage hört man niemand über dieses Event sprechen, because we focus on other issues. denn wir haben uns mit anderen Dingen beschäftigt. And when the shaking happens, Und dann, wenn die Sichtung kommt, we're going to get shaken out dann werden wir gesichtet. because we haven't seen how the Lord has led us. Also wir fallen praktisch weg, weil wir wissen nicht mehr, wie der Herr uns geleitet hat. God had led them along step by step Gott leitete sie Schritt für Schritt, until he had placed them upon a solid, immovable platform. bis er sie auf einer soliden, unbeweglichen Plattform platziert hatte. By the time you get to the end here, Also wenn man hier am Ende dann angekommen ist, God's people ist Gottes Volk ist Gottes Volk nun auf einer Plattform, which is solid and immovable. welche sehr solide ist und man sie nicht bewegen kann. What does a platform look like? Wie sieht denn eine Plattform aus? If this was ground level, Also wenn das jetzt hier der Boden wäre, a platform, und dann ist eine Plattform, as far as I understand, so wie ich es verstehe, is something that's raised up. ist es etwas, die von dem Boden erhoben ist, So it's above the ground. als es über dem Grund. Does that sound reasonable? Is that what your concept of a platform is? Ist das so, Yes. wie euer Verständnis über eine Plattform ist? So when we think about the history of the Millerites, Also wenn wir über die Geschichte der Milleriten nachdenken and we think about the foundation, und wir denken über das Fundament nach, let's read what she says. lasst uns sehen, was sie hier sagt. God had led them step by step until he had placed them on a solid, immovable platform. Also Gott hat sie Schritt für Schritt geleitet, bis er sie auf einem soliden, unbeweglichen Plattform platziert hatte. They're standing on the platform. So, sie stehen jetzt auf dieser Plattform. Let's read on, one more sentence. Noch ein weiterer Satz. At this stage, I saw individuals come to the platform and examine the foundation. Also der nächste Satz jetzt, wenn man jetzt hier an diesem Status angekommen ist, sah ich Individuen, die zu dieser Plattform kamen und sie untersuchten das Fundament. So this platform
Also diese Plattform is nun built upon a foundation. ist auf einem Fundament gebaut. The platform and the foundation become one. Und diese Plattform und das Fundament werden eins. Now, obviously by the time you get to 1844, Also offensichtlich, dass wenn man bis zu dem Jahr 1844 kommt, we haven't discussed the issue of the 1850 chart, haben wir noch nicht die Thematik über die 1850er Karte behandelt. but the incorporation of the 1850 chart Aber mit dem Einvermögen oder mit diesem Zusammentun der 1850er Karte, has to be factored into this. die muss hier eingewoben werden. How do we normally describe the 1850 chart? Wie tun wir normalerweise die 1840er Karte beschreiben? If we say the 43 was the foundation, Wenn wir sagen, dass die 843er Karte das Fundament war. we call the 50 chart the pillars. Die 850er Karte, wie nennen wir sie? Die Säulen. So what's your understanding of what a pillar is? Also was ist dein oder euer Verständnis über was eine Säule ist? We're in a room at the moment Wir sind hier in einem Raum momentan where we have pillars. und wir haben sogar hier Säulen. And what's the purpose of these pillars? Und was ist nun dieser Zweck dieser Säulen? To hold up the roof. Um das Dach zu halten. There's a lot more to this issue about the foundation and the pillars that we want to go into. Also es gibt noch viel mehr über dieses Fundament und die Säulen zu sagen, aber wir werden da nicht reingehen. But at one level, Ellen White will call the 1850 chart the foundation as well. Aber es gibt auch Zitate, wo Ellen White sagt, dass die 1850er Karte das Fundament ist. Sometimes she speaks about the foundations. Oder in the plural. manchmal sagt sie sogar die Fundamente, also Plural. But all I want to show here Aber was ich hier aufzeigen möchte, is that there's a platform dass es hier eine Plattform gibt, that's resting die hier ruht, on a foundation, auf einem Fundament. and they become one. Und sie werden eins. Let's look what these people do. Lasst uns nun sehen, was diese Menschen tun. So there's one group that come and approach the platform, and they see the foundation. Also wir sehen jetzt diese eine Gruppe, die kommt zu dieser Plattform und sie untersucht dieses Fundament. Some people rejoicingly step on the platform. Einige mit Freuden stiegen sofort hinauf Others found fault with it, and they don't get on. und andere fanden nun Fehler daran und sind nicht auf die Plattform gegangen. Because they want to make improvements. Und der Grund dafür ist, weil sie Verbesserungen vornehmen wollten. So here you are on the platform, Also hier ist man nun auf dieser Plattform, you're here, also du bist jetzt hier and there's people who come, und dann kommen jetzt hier die Menschen they all look at the platform, und sie schauen sich jetzt diese Plattform an. some get on, Ähm, and some manche walk away. manche gehen nun hinauf, aber andere, die gehen einfach wieder weg. Next sentence. Nächster Satz. Some stepped off the platform to examine it. Where are you? Okay. Einige sind auf die Plattform hinaufgegangen, um es zu untersuchen. And declared it to be laid wrong. Und sie erklärten, dass das Fundament, also dass sie falsch gelegt wurde. But I saw that nearly all stood firm upon the platform, Aber ich sah, dass fast alle treu oder beständig auf dieser Plattform standen. and exhorted or encouraged those who stepped off to stop complaining and get back on. Und dass sie diese ansprachen oder ermutigen, dass diejenigen, die hinuntergekommen sind, dass sie doch wieder hinaufkommen sollen. And their argument is this: Und dass sie mit ihren Beschuldigungen aufhören sollten. Und das Argument ist folgendes. God was the master builder, Gott war derjenige, der Meister, der es gebaut hat, who built this platform der diese Plattform gebaut hat, on this foundation. auf diesem Fundament. And if they're arguing with anybody, they're arguing against Und him. wenn sie mit irgendjemandem argumentieren würden, dann wäre es eigentlich mit ihm. So there are some people Also es gibt da jetzt Menschen, who get off the platform die von dieser Plattform hinunterkommen and they find complaints. und sie haben hier Anschuldigungen. And the people who stay on the platform Und die Menschen, die auf der Plattform selber sind, tell them to stop complaining sagen dieser Menschen, hör auf, dich zu beschweren, because they're fighting against God. denn ihr tut gegen Gott angehen.
How many people stayed on the platform? Wie viele Menschen blieben auf der Plattform, If you're reading it in the English here, wenn man hier das im Englischen liest? because you'll have missed it. Ich denke, denn ihr habt es bestimmt verpasst. But I saw that nearly all stood firm upon the platform. Aber ich sah, dass fast alle beständig auf dieser Plattform standen. You know, when you do line upon line study, Also wenn man Linie auf Linie studiert, proof texting, also Belegtextmethode anwendet, you've got to be careful how you approach it. dann musst du vorsichtig sein, wie man dies tut. The majority are always, Denn die Mehrheit ist immer was? finish the sentence, wrong. Denn die Mehrheit ist immer falsch. The majority means many. Die Mehrheit bedeutet viele. Yes? Ja? So the many must be wrong. Also die viele muss falsch sein. Go to Daniel chapter 12, verse 10. Lasst uns zu Daniel 12, Vers 10 gehen. And remember, the many, the majority are always wrong. Und erinnert euch dran, dass die viele, die Mehrheit immer falsch ist. I'll read it again in a moment. We'll just read the verse. Daniel 12, verse 10. Okay? Many shall be purified and made white and tried. Viele werden gereinigt und weiß gemacht und erprobt werden. Are they good people or bad people? Sind es hier gute Menschen oder schlechte Menschen? Because they're not wicked, are they? Sie sind nicht böse, richtig? So many are good. Also viele sind gut, richtig? This is one of the arguments that the opposition use. Das ist eines der Argumente, die die Opposition verwendet. Because we're such a big movement compared to them, Denn wir sind so eine große Bewegung in Bezug auf deren Anzahl, we must be wrong dass wir falsch liegen müssen. because the majority are always wrong, Denn die Mehrheit ist immer falsch. which mean the many are always wrong. Das heißt immer, die vielen sind immer falsch. Daniel 12:10 says otherwise, Daniel 12, Vers 10 sagt anders. and Ellen White here says, Und Ellen White hier sagt, I saw that nearly all stood firm upon the platform. aber ich sah, dass fast alle fest auf der Plattform standen. So the people who are firm on the platform are nearly all. Also diejenigen, die auf der Plattform verbleiben, sind fast alle. They equal the many because there's many people. Und sie sind diese vielen, denn es sind viele Leute. If you had 100 people Also wenn man 100 Leute hat and I said nearly all are on the platform, und man sagt, fast alle sind auf der Plattform, it'd be many more than get off. dann wären das viele mehr als diejenigen, die hier niedergehen. So when you take this idea of many and few, Also wenn man jetzt unterscheidet zwischen viele und wenige, you have to proof text correctly according to the context. dann musst du die Belegtextmethode korrekt anwenden und zwar basierend auf dem Kontext. And this is the problem. Und das ist das Problem. Everybody's using the same rules. Jeder benutzt die gleichen Regeln, It's the application of the rules. aber es ist die Anwendung der Regeln. That's where the issue is. Das ist, wo das Problem liegt. Not the rules themselves. Nicht die Regeln selber. So you need to know how to apply rules. Also man muss wissen, wie man Regeln anwendet. And it's not that easy. Und es ist nicht so einfach. So there are these people who are on the platform and who get off. Also es gibt jetzt diese Menschen, die auf dieser Plattform sind und herniedergehen. We'll finish the statement. Und lasst uns noch diese Zitat hier fertig lesen. The people who are on the platform Also die Menschen, die auf der Plattform sind, recounted the wonderful work of God, erzählten wiederum die wunderbaren Werke Gottes, which had led them to the firm platform. welche sie zu dieser festen Plattform geführt hatten. They raised their eyes to heaven and with a loud voice glorified God. Und sie erhebten ihre Augen zum Himmel und mit einer lauten Stimme verherrlichten sie Gott. This affected some of those who had complained. Dies hatte eine Auswirkung auf einige diejenigen, die sich beschwerten. Sorry, I was going to say something. This affected some of those who had complained and had left the platform. Also dies hatte eine Auswirkung auf diejenigen, die Beschwerden vorgaben und die Plattform verlassen hatten. And with a humble look, they stepped back upon it. Und mit einem demütigen Anschauung sind sie wieder
Ausdruck sind sie wieder aufgestiegen. If you find yourself in this position, Also wenn man sich selbst jetzt in dieser Position wiederfindet, you're off the platform. dann bist du von der Plattform herniedergegangen. It's a dangerous place to be. Es ist ein sehr gefährlicher Grund, auf dem du dich befindest. Danke. You should remain on the platform. Man sollte auf der Plattform verweilen. This platform was constructed by God. Diese Plattform wurde von Gott selber gebaut, konstruiert. Those that got back on made a decision. Also diejenigen, die wieder hinaufkamen, haben eine Entscheidung getroffen. The platform Die Plattform was constructed step by step through this history. wurde Schritt für Schritt durch diese Geschichte hindurch gegründet. If you don't know our history, Aber wenn man unsere Geschichte nicht kennt, you won't know how firm this platform is. dann wirst du nicht wissen, wie fest eigentlich diese Plattform ist. You're going to get off Dann wirst du hinuntergehen and have a look underneath. und du wirst da unten drunter schauen. Because some of us Denn einige von uns are now worried sind jetzt besorgt, that this platform might give way under our weight. dass diese Plattform unter dem Gewicht, wo jetzt drauf ist, nachgeben wird. Because they don't know how it was constructed. Denn sie wissen nicht, wie diese Plattform aufgebaut wurde. This is what this argument is over. Das ist, worum es hier eigentlich geht in dieser Argumentation. Not the intricacies of the judgment. Es geht nicht so sehr um dieses um das Gericht. It's whether or not you believe Es geht darum, ob du glaubst, that the platform on which I'm standing dass diese Plattform, auf der ich stehe, was constructed and built by God, ob sie von Gott gebaut wurde, step by step, geplant und gebaut wurde, Schritt für Schritt, over the history of 7 thunders, durch die Geschichte der 7 Donner, and that God never made a mistake. und dass Gott niemals einen Fehler begann. And if that is so, Und wenn das so ist, why would you want to get off and examine it? warum würdest du dann herniedergehen wollen und es betrachten wollen? Because not everybody who gets off comes back on. Denn nicht jeder, der herniedergeht, kommt auch wieder herauf. They had a humble look and stepped back upon it. Sie hatten einen demütigen Ausdruck und kamen wieder herauf. Humility is a difficult thing. Demut ist etwas sehr Schwieriges. It's hard to admit that you were wrong. Es ist sehr schwer zu bekennen, dass man falsch war. Your problem is, Dein Problem ist, you have these 2 groups, oder das Problem ist, dass es 2 Gruppen gibt and they're both accusing each other of being wrong, und sie beide beschuldigen sich, dass sie jeweils falsch sind, of having no message, und dass sie keine Botschaft haben, of having pride, oder dass sie Stolz haben, of name calling, oder dass sie Namen nennen, of being aggressive, dass sie aggressiv sind. and people are confused. Und Menschen sind verwirrt. But this one paragraph Aber allein dieser eine Paragraph hier tells you sagt uns, if you're confused, wenn du verwirrt bist you've come off the platform, und du von dieser Plattform hinuntergegangen bist, that you don't even know what righteousness looks like, dass du noch nicht einmal weißt, wie Gerechtigkeit ausschaut, that you don't even know what makes God happy. dass du noch nicht mal weißt, was Gott glücklich macht. Because the people here Denn die Menschen hier, are being looked upon with approbation. denn Gott, mit Wohlwollen wird auf sie geschaut. Which simply means with happiness. Das heißt eigentlich, dass mit Freude auf sie geschaut wird. Amen. And people look at human beings. Und Menschen schauen auf Menschen oder menschliche Wesen. And if we want to talk about judging, Und wenn man hier über Richten sprechen möchte, people look at human beings and sit in the judgment seat. und sie schauen auf Menschen und denken, man richtet, And they think that they can analyze people's behavior und sie denken, man kann wie man sich gibt, analysieren, because of their concept of God. durch das Konzept, was sie von Gott haben.
and to call someone a tare Und jemanden ein Unkraut als Unkraut zu bezeichnen, seems unacceptable in the 21st century, scheint in dem 21. Jahrhundert unakzeptabel zu sein. but in the first century, Aber in dem 1. Jahrhundert, to call someone a son of Satan da haben sie jemanden den Sohn Satans genannt or a devil, oder einen Teufel. we find acceptable. Und das geht dann für uns. More than that, we find it praiseworthy. Aber noch weiter, es ist für uns sogar, dass man da zustimmen kann, sagen, gut gemacht. Because that's what the first and second angels did that in the first century, didn't they? Aber das ist doch, was der erste und der zweite Engel im 1. Jahrhundert getan haben. Haben sie das nicht? Yes? John the Baptist and Jesus. Johannes und Christus. But if I call someone a tare, Aber wenn ich jetzt jemanden als Unkraut bezeichne, today it seems like an unchristlike act. heute, dann scheint es so, als wäre es ein unchristlicher Akt. So, let's come back to our reform line. Also lasst uns nun zurück zu unserer Reformlinie kommen. And I've tried to show us Und ich habe versucht, hier aufzuzeigen, it's not a warfare about two individual men. dass es hier nicht um einen Krieg zwischen zwei Männern geht. Who is the one that's being attacked? Wer ist derjenige, der attackiert wird? Not Christ. Es ist Who is nicht the one Christus. who's being attacked? Wer ist derjenige, der attackiert wird? You are. Du bist derjenige. Put your hand up if you're Elijah. Tu deine Hand hochheben, wenn du Elia bist. Who's getting attacked here Wer wird denn hier attackiert? on Mount Carmel? Auf dem Berg Karmel. It's Elijah. Es ist Elia. You have to self-identify. Ihr müsst euch selber identifizieren. You have to have self-awareness of who you are. Ihr müsst selber von euch wissen, wer ihr seid. We should all know Sollten alle wissen, that from April the 19th, denn seit dem 18. April 1844, im Jahre 1844, the thing that changed the Millerite movement das, was die Bewegung der Milleriten veränderte, is that they now personified Matthew 25. They realized Sie realisierten, that Matthew 25 dass Matthäus 25 was them. sie selber waren. And they soon realized Und schon bald erkannten sie dann, that the wheat and tares were in their midst. dass der Weizen und der Unkraut unter ihnen war. So if you don't know who you are, Also wenn du jetzt nicht weißt, wer du bist, you must be a nobody. dann musst du ja ein Nobody, ein Niemand sein. And we should all understand that we're Elijah Und wenn wir alle verstehen, dass wir Elia sind, to prepare the way. der den Weg vorbereitet, And if you're Elijah, und wenn du Elia bist, then this story is about you. dann ist diese Geschichte hier über dich. By the way, if Elijah had failed, Also nur so mal zu sagen, wenn Elia verfehlt hätte, he would have been killed. dann wäre er getötet worden. That was a life and death issue, Das ging hier um Leben und Tod. torn to pieces. Er wäre aus Stücke auseinandergerissen worden. And the attack is not upon me. Diese Attacke geht hier nicht auf mich. It's upon every single one of you. Es geht, jeder einzelne von euch wird attackiert. And you can't escape Und man kann dem nicht entfliehen. except by one way, Es sei denn durch einen Weg. which is Welcher ist? you get off the platform. If you get off the platform, Dass wenn man von der Plattform hier niedergeht, you escape the problem. dann kannst du dem Problem entfliehen. But now you're not on the message Aber jetzt bist du nicht mehr in der Botschaft and you're not in the movement. und du bist nicht mehr in der Bewegung. So hopefully I've made this issue clear. Und ich hoffe, dass ich diese Thematik hier klar gemacht habe. If you're undecided Oder dieses Problem, dass wenn man unentschieden ist, who's right and who's wrong, unentschieden über wer richtig und wer falsch ist, the reason is der Grund ist, because you don't know your history, weil du deine Geschichte nicht kennst. you don't know how the Lord has led this movement, Und du weißt nicht, wie der Herr diese Bewegung geführt hat.
and you've stepped off the platform. und du von der Plattform hinniedergegangen bist. Because if you believed God was the master builder, Denn wenn du glaubst, dass Gott dieser Meister war, der gebaut hat, one thing you know, dann weißt du eins, he doesn't make any mistakes. dass er keine Fehler begeht. Isaiah 35 verse 8. Jesaja 35, Vers 8. There's a wilderness, Da gibt es eine Wildernis. and in the midst of this wilderness, Und in dieser Mitte dieser Wildernis, there's a highway. da gibt es einen Weg. And this highway Und dieser Weg is this movement. ist diese Bewegung. It's the line upon which we're walking. Also diese Straße, auf der wir gehen. So we'll read it in German first, and I'll read it in English as I find it. Okay, im Deutschen erst und dann im Englischen. Und Isaiah 35, Jesaja 35, Vers 8. verse 8. Maybe you read first. Oh, I'm there now, okay. The reason we're reading this Und der Grund, warum wir das hier nun lesen, is because at 9/11 last year, dass am 11. September letztes Jahres, I got chastised for this. darüber wurde ich kritisiert. So I want to bring it up again, Deswegen möchte ich es nochmal aufbringen. because I like punishment. Aber ich mag gepeinigt zu werden. And an highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those, the wayfaring men. Those fools shall not err therein. Da heißt es, und eine Straße wird dort sein und ein Weg, man wird ihn den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihn gehen, sondern er ist für sie, die auf dem Weg wandeln. Selbst Einfältige werden nicht irre gehen. So the question came to me, Also die Frage wurde mir nun zugetragen and here's my response. und hier ist meine Antwort. It says, the wayfaring man shall not err therein. Also es heißt hier, dass selbst der Einfältige werden nicht irre gehen. I said then, and I say now, Und ich habe es damals gesagt und ich sage es auch hier wieder, if you stay on the path, you don't make mistakes. dass wenn du auf dem Pfad verbleibst oder verweilst, du keinen Fehler begehst. Then people say, Und dann sagen Menschen, didn't you make any mistakes? hast du keine Fehler begangen? And I said, well, let's not go there, Ich sage, lass uns da jetzt mal nicht hingehen. because we don't understand Denn wir verstehen nicht, how to read these verses. wie wir diese Verse lesen sollen. Who are these men? Wer sind denn diese Männer? What are they a symbol of? Was sind sie ein Symbol für? It's a symbol of the movement. Ist ein Symbol für die Bewegung. The movement that stays on the line Dass die Bewegung, die auf der Linie bleibt, does not make a mistake. macht keinen Fehler. What would be the mistake? Was wäre denn der Fehler oder was ist dieser Fehler? To what? To come off the line. Um von dieser Linie abzukommen. If you come off the highway, Also wenn man von diesem Weg abkommt, then you're going to come off the line. dann kommst du von dieser Linie ab. So here's the line. Hier ist nun die Linie. Where's this line headed to? Wohin geht denn diese Linie? 'Cause this is the path. Denn das ist der Weg. Amen. Es geht zu der Stadt Gottes. So here's the path. Also hier ist nun der Weg. What verse is this? Welcher Vers ist das? Jesaja 35, Vers 8. Isaiah 35 verse 8. And it's headed to heaven. Und es geht in Richtung den Himmel. And what's in our way? Und was ist in unserem Weg? We don't know. Wissen wir das nicht? There's a huge iceberg in our way. Da ist ein großer Eisberg in unserem Weg. What would a foolish captain do?
Was würde denn ein törichter Kapitän tun? He'd try to avoid it, Er würde versuchen, außenrum, also so vorbeizugehen. wouldn't he? Würde er es nicht? So let's draw this in plan view. Lasst uns das jetzt in einer anderen Ansicht anschauen. Here's the iceberg Also von oben jetzt so. with the peak. Da ist der Eisberg und da die Spitze. And here's the boat. Und hier ist nun das Boot. The foolish captain Der törichte Kapitän will try and avoid it. würde versuchen, es zu vermeiden. Why are we commanded to meet this? Warum wird uns gesagt, dass wir darauf zugehen sollen, es treffen sollen? Because God likes to see people fighting. Ist es, weil Gott mag es, dass er Menschen kämpfen sieht? No. Nein. If you don't meet the iceberg, Denn wenn du den Eisberg nicht triffst, what will you have done? was hast du denn dann getan? According to the verse, In Bezug auf diesen Vers. you'd have come off the highway Du wärst von diesem Pfad abgekommen and you would have erred. und du wärst in die Irre gegangen. And you would have come off the platform. Und du wärst von dieser Plattform hinuntergegangen. So if you find yourself Also wenn du dich selber jetzt dort wiederfindest, in your own private thoughts, in deinen eigenen Gedanken, either not willing to or unprepared to meet this issue, entweder bist du nicht willig oder du kannst nicht diese Argumente treffen trying to avoid it, und versuchen, es zu vermeiden, you've come off the platform, dann kommst du von der Plattform weg. and what happens to your boat? Und was passiert mit deinem Boot? It's worse. It sinks. Also dieses Boot geht nicht nur auf Kurs, also vom Kurs so ab, sondern was passiert? Es sinkt. Because the iceberg will bring you down. Denn der Eisberg wird dich runterbringen. It was strategically placed here Es wurde strategisch hier platziert, to bring the movement down, um die Bewegung herniederzubringen, person by person. Person bei Person. But we know it's not going to happen. Aber wir wissen, dass dies nicht passieren wird. The issue that we're facing Denn das Thema, das Problem, was in unserem Angesicht ist, is trying to help the individuals that are coming off. we are trying to. Help the individuals that are coming off. Okay, ist, dass wir den Individuen, die von der Plattform herniedergekommen sind, wir versuchen zu helfen, wieder heraufzukommen. We're now at the last battle, Wir sind jetzt hier in der letzten Schlacht and the Lord commands us to meet this issue. und der Herr sagt uns, dass wir dieses Problem oder die Thematik treffen sollen, darauf zugehen sollen. We mustn't become confused about the issues. Wir sollten uns nicht verwirren lassen anhand dieser Thematiken und Probleme. We'll discuss this, Lord willing. Wenn der Herr so will, dann werden wir dies noch weiter besprechen. But it's complex. Aber es ist sehr komplex. And for many of us, Und viele von uns, we'll still be juggling who's right and who's wrong. werden noch dann damit kämpfen, wer es denn wahr und wer es nicht wahr, wer ist richtig und wer ist falsch. This is easy. Das hier ist einfach. See how the Lord led this movement. Schau dir an, wie der Herr diese Bewegung geleitet hat. Tomorrow, Morgen nun we're going to finish this reform line. werden wir diese Reformlinie beenden Then we're going to come into our own reform line. und dann werden wir uns unsere Reformlinie anschauen. See how the Lord has led this movement Und dann werden wir schauen, wie der Herr diese Bewegung geleitet hat, so that you can be sure so dass du sicher gehen kannst, that this platform dass diese Plattform was built by God, von Gott selber gebaut wurde, not by man. nicht bei Menschen. And even if you don't understand all the intricacies, Und selbst wenn man die ganzen Einzelheiten jetzt nicht versteht, if you see how he's led us, sondern einfach nur zu sehen, wie er uns geführt hat, you can be confident to stay on the platform. dann kannst du treu sein oder kannst du dann kannst du getrost sein, auf dieser Plattform zu verweilen. Amen. My brother said the platform is Miller's rules. Das heißt, wir sehen hier, dass die Plattform, mein Bruder hat gesagt, dass diese Plattform die Regeln William Millers sind. And that's what we're going to demonstrate, Und das ist, was wir demonstrieren wollen, is the step-by-step movements
dass diese Schritt für Schritt Bewegungen, are just a reiteration of the rules that were back here. Iteration, A repeat. dass sie nur eine Wiederholung der Regeln sind. And as they were refined step by step, Und als dann dieser Schritt für Schritt immer verfeinert werden, where one man stood, it created this platform, this foundation. Let's pray. und dies kreierte dann diese Plattform. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we thank you for your watchcare over this movement. Herr, wir möchten dich danken für dass du über diese Bewegung wachst. Lord, it's my heart's desire Herr, ist mein Herzenswunsch, that the beginning of these presentations dass am Beginn dieser Präsentation have helped to clarify in the minds of my brothers and sisters dass es da geholfen hat, die Gedankengut meiner Brüder und Schwestern deutlich zu machen, klar zu machen. what the issues are that confront us. Deutlich zu machen, die Probleme oder die Thematiken, die wir konfrontieren. Father, there are so many voices. Herr, da gibt es so viele verschiedene Stimmen. Help us to have clarity on what is happening. Helf uns, und Klarheit zu haben über das, was passiert. May each of us decide to stand on this platform Herr, lass jeden Einzelnen dafür sich entscheiden, auf dieser Plattform zu stehen, that you have created over the last 2 decades. die du über die letzten 2 Jahrzehnte kreiert hast. And if any of us have wavered, Herr, und wenn irgendjemand von uns unschlüssig war, may this prophecy school dann lass diese Prophetieschule be the means of helping those brothers and sisters back ein Werkzeug zu sein oder der Grund dafür zu sein, dass diese Menschen wieder zurückkommen, so that they can have confidence, dass sie Vertrauen drin haben, not in man, nicht in Mensch, but in our Lord and Savior. aber in unseren Herr und Erlöser. Amen. Amen.